Unerwartete Wendung. Wie ein einziger Moment die Geschichte veränderte. In einer alternativen Realität unserer Geschichte wurde nur ein einziger Augenblick am Morgen des 26. April 1986 zum Schlüsselmoment für die Zukunft der ganzen Welt. Stellen Sie sich vor, das technische Personal des Kernkraftwerks Tschernobyl hätte rechtzeitig den Wassermangel im Reaktor bemerkt und die richtigen Maßnahmen ergriffen, um die Katastrophe zu verhindern. Die Ereignisse entwickelten sich rasant, doch diesmal konnte dank des Professionalismus und der schnellen Entscheidungsfindung ein Unfall verhindert werden. Diese kleine Wendung der Ereignisse wurde zum Beginn einer neuen Ära, die den Lauf der Geschichte veränderte. Ohne die Katastrophe gab es keine Notwendigkeit, Tausende von Menschen aus den umliegenden Ortschaften zu evakuieren. Städte und Dörfer blieben unberührt und setzten ihr normales Leben fort. Die Wirtschaft der Region erlebte keine Erschütterungen, die sie um Jahrzehnte zurückgeworfen hätten. Die erhöhte Sicherheit ermöglichte es der Ukraine, die Infrastruktur weiterzuentwickeln, ohne unnötige Ausgaben für Wiederaufbau und Dekontamination. Dies markierte eine Phase beschleunigter Entwicklung des Energiesektors, wodurch das Land zum führenden Stromexporteur Europas wurde. Die weiteren Ereignisse in der Welt waren eine Folge dieses alternativen Weges. Das Kernkraftwerk Tschernobyl setzte nicht nur seinen normalen Betrieb fort, sondern wurde auch zum Symbol für Fortschritt und Zuverlässigkeit in der Kernenergie. Mit der weltweiten Verbreitung dieser zuverlässigen Technologie sah die energetische Zukunft ganz anders aus. Doch das ist erst der Anfang unserer Geschichte. Vor uns liegen viele unerwartete Folgen und Entdeckungen, die die Welt in diesem alternativen Szenario verändert haben. Die Ukraine wird zur energetischen Supermacht Europas. Der verstärkte Ausbau der Kernenergie löste einen Wirtschaftsboom aus und öffnete die Türen für Investitionen und Innovationen in den unterschiedlichsten Branchen. Industrie, Agrarsektor und sogar Hightech beginnen dank der verfügbaren Ressourcen zu florieren. Dutzende neue Unternehmen und Fabriken, die dank günstiger Elektrizität gebaut wurden, ziehen Arbeitskräfte nicht nur aus der gesamten Ukraine, sondern auch aus den Nachbarländern an. Das Kernkraftwerk Tschernobyl wird zu einem unverzichtbaren Bestandteil der globalen Energielandschaft. An seinem Beispiel werden neue Reaktoren gebaut und die dort gesammelten Erfahrungen verbreiten sich über den ganzen Planeten. Der Einfluss der Ukraine wächst, sie wird zu einem wichtigen Akteur auf der politischen und wirtschaftlichen Bühne. Die Zusammenarbeit mit westlichen Ländern, die nach energetischer Unabhängigkeit streben, stärkt ihre Position. Die gestiegene Nachfrage nach ukrainischer Elektrizität verändert auch die innere Struktur des Landes. Es entstehen ganze neue Städte, die für die Arbeiter der Atomkraftwerke gebaut werden. Der Lebensstandard steigt. Bildungseinrichtungen erhalten finanzielle Mittel, um neue Fachkräfte im Bereich der Kernphysik und Energie auszubilden. Mit dem Zerfall der Sowjetunion ermöglicht die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Ukraine viele Schwierigkeiten zu vermeiden, mit denen andere Republiken konfrontiert waren. Eine starke Wirtschaft wird zur Grundlage für politische Stabilität. Aber wie wird diese Zukunft andere Länder verändern und welchen Einfluss wird die Kerntechnologie auf die ganze Welt haben? Lassen Sie uns die Erforschung dieses alternativen Weges fortsetzen. Die Sowjetunion auf dem Weg zur technologischen Führungsrolle. Während die Ukraine ihre Position als Energieriese festigt, erlebt die Sowjetunion einen beispiellosen Aufschwung. Dank des stabilen Betriebs strategisch wichtiger Anlagen wie des Kernkraftwerks Tschernobyl macht das Land entschlossene Schritte in Richtung technologische Führungsposition. Das sowjetische Raumfahrtprogramm erhält erhebliche finanzielle Mittel und Ressourcen, was es ermöglicht, die Forschung in den Bereichen Raumfahrt und Kommunikationstechnologien zu beschleunigen. Ohne die Haushaltsbelastung durch die Beseitigung der Katastrophenfolgen konzentriert die Union ihre Anstrengungen auf die Entwicklung neuer Satelliten sowie Missionen zum Mars und zur Venus. Im Bereich der Kernenergie beschleunigt die UdSSR den Bau neuer Reaktoren und setzt die innovativsten Projekte jener Zeit um. Ingenieure nutzen Tschernobyl als Testgelände für neue Technologien, was die Entwicklung von Reaktoren der nächsten Generation mit verbesserter Sicherheit ermöglicht. Diese Errungenschaften fördern die Entwicklung der Elektronikindustrie. Im sowjetischen Raum entwickelte Mikroprozessoren beginnen, mit den Weltmarktführern zu konkurrieren. Die Erfolge in Wissenschaft und Technik wirken sich positiv auf die Wirtschaft aus. Der Export von Hightech-Produkten und Elektrizität bringt erhebliche Einnahmen. Die Sowjetunion arbeitet aktiv mit Entwicklungsländern zusammen und bietet ihnen Zugang zu fortschrittlichen Technologien im Austausch für politische Unterstützung. Dies stärkt ihren Einfluss in der internationalen Politik. In Zeiten stabilen Wachstums und innovativen Fortschritts wird die Sowjetunion zu einem Magneten für Wissenschaftler und Ingenieure aus aller Welt. Der Zustrom von Fachkräften, die an fortschrittlichen Projekten teilnehmen möchten, beschleunigt den Austausch von Wissen und Erfahrung, was wiederum zur Entstehung neuer Erfindungen und Entdeckungen führt. Doch wie verändert sich in dieser alternativen Welt die Wahrnehmung der Kernenergie und ihr Einfluss auf die globale Umwelt? Schauen wir uns an, wie sich diese Entwicklung auf das globale Klima und die Umwelt ausgewirkt hat.
Wie verändert sich die globale Umwelt in einer Realität, in der die Tschernobyl-Katastrophe nicht stattgefunden hat und die Kernenergie eine wahre Renaissance erlebt? In dieser alternativen Zukunft wird die Atomenergie zur Grundlage der weltweiten Energieversorgung. Länder auf der ganzen Welt beginnen aktiv in den Ausbau von Atomkraftwerken zu investieren, da sie darin eine nachhaltige und vergleichsweise sichere Energiequelle sehen. Die freigesetzten nuklearen Technologien ermöglichten es, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erheblich zu verringern. Die akute ökologische Belastung durch die Kohle- und Erdölindustrie wird entschärft. Die Erzeugung sauberer Elektrizität senkt den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Schadstoffen in die Atmosphäre. Dadurch wird der Treibhauseffekt reduziert, was die Geschwindigkeit der globalen Erwärmung verlangsamt. Premierminister und Präsidenten der Länder diskutieren auf internationalen Gipfeln weniger über die Sicherheitsprobleme von Atomkraftwerken, sondern vielmehr über deren Modernisierung und Kapazitätserweiterung. Die Menge der industriellen Emissionen nimmt ab, was zur Wiederherstellung der Wälder und zur Zunahme der Wildtierpopulationen führt. In Städten, die traditionell von Kohlekraftwerken abhängig waren, wird die Luft sauberer und die Gesundheit der Bewohner verbessert sich. Führende wissenschaftliche Zentren beginnen, neueste Methoden zur Neutralisierung und Verarbeitung von Atommüll zu entwickeln, was das Risiko einer potenziellen Verschmutzung zusätzlich verringert. Doch mit der Zunahme der Zahl von Atomkraftwerken wächst auch die Notwendigkeit strenger internationaler Sicherheitsstandards und der Verantwortung der Länder für den Umgang mit ihren nuklearen Technologien. In dieser neuen Welt erhält die Menschheit die Chance, bekannte Umweltprobleme zu verändern, doch der Preis eines Fehlers bleibt hoch. Wie wirkt sich die Einführung der Atomenergie auf lokale Gemeinschaften und Städte aus? Sind die Menschen bereit für eine solche Nachbarschaft mit der Nukleartechnologie? In einem alternativen Universum verwandelt sich Pripyat in ein Zentrum für Erholung und Tourismus. Stellen Sie sich eine Stadt vor, die niemals eine Tragödie erlebt hat. Ein architektonisches Juwel und ein technologisches Wunder der Sowjetunion. Neben dem mächtigen Atomkraftwerk blüht ein touristischer Cluster auf, der Gäste aus aller Welt anzieht. Moderne Hotels am Flussufer, gepflegte Parks, Theater und Ausstellungshallen. Architekten und Designer entwerfen einzigartige Projekte und ziehen damit die Aufmerksamkeit der internationalen Medien auf sich. Die Stadt wird zum Schauplatz groß angelegter internationaler Veranstaltungen wie Musik- und Kunstfestivals. Pripyat ist nicht einfach nur eine Stadt, sondern ein Symbol einer neuen Zeit, in der Kernenergie und Tourismus Hand in Hand gehen. In der Stadtverwaltung wird eine Abteilung für das Management der touristischen Infrastruktur eingerichtet. Wassersportarten entwickeln sich und Kreuzfahrtrouten auf dem Dnepr werden zur Hauptattraktion der Region. In der Nähe der Stadt entstehen Themenparks, die den Errungenschaften der sowjetischen Wissenschaft und Technik gewidmet sind. Familien aus allen Teilen der Sowjetunion kommen hierher, um sich zu erholen und neue Eindrücke zu sammeln. Die Beliebtheit von Pripyat als touristisches Reiseziel kurbelt die Wirtschaft der Region an. Es entstehen neue Arbeitsplätze, die den Einheimischen zu Wohlstand verhelfen. Gleichzeitig erfordert die Entwicklung der touristischen Infrastruktur die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards, damit Aktivurlauber sich hier sicher fühlen können. Dies wiederum hebt das Service- und Technologieniveau auch in anderen Städten der Sowjetunion an. Diese erstaunliche Stadt wird zu einem anschaulichen Beispiel dafür, wie die Nutzung der Atomenergie die Entwicklung einer Region und das Leben der Menschen positiv beeinflussen kann. Doch wie wirkt sich diese Nachbarschaft auf die Standards des Strahlenschutzes und die gesellschaftliche Einstellung zur nuklearen Sicherheit aus? In dieser alternativen Realität hat die Entwicklung der Kernenergie eine Überprüfung der Strahlenschutzstandards angestoßen. Der erfolgreiche Betrieb des Kernkraftwerks Tschernobyl ohne tragische Zwischenfälle wurde zum Anlass, die bestehenden Vorschriften zu überdenken. Infolge der Verschärfung internationaler Standards ist nun jedes Kernkraftwerk verpflichtet, die strengsten Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten, was von der Weltgemeinschaft unterstützt wird. Es entstehen internationale Organisationen, die sich mit Fragen der nuklearen Sicherheit und der Überwachung von Strahlungsniveaus beschäftigen. Diese Maßnahmen fördern die Entwicklung neuer Technologien im Bereich des Schutzes, wie etwa extrem empfindliche Strahlungssensoren und robotergestützte Überwachungssysteme. Diese Innovationen werden an allen großen Kernenergieanlagen eingeführt, was sie noch sicherer macht. Dennoch bleibt die Hauptaufgabe die Gewährleistung der Zuverlässigkeit des Betriebs bereits bestehender nuklearer Anlagen. Parallel dazu arbeiten die Regierungen verschiedener Länder aktiv bei Fragen des Informations- und Erfahrungsaustauschs zusammen. Infolge solcher Veränderungen steigt das Vertrauen der Bevölkerung in die Kernenergie. Mit Atomenergie betriebene Maschinen werden Teil des Stadtbildes und schaffen eine neue Form des umweltfreundlichen Transports. In den Schulen entstehen Bildungsprogramme zur Kernphysik und Sicherheit, wodurch die neue Generation einen respektvollen Umgang mit solchen Technologien entwickelt. Dennoch bleibt trotz der Verschärfung der Vorschriften die Möglichkeit von Zwischenfällen bestehen. Deshalb entwickeln die Länder Systeme für schnelles Reagieren und führen regelmäßig internationale Übungen zum Krisenmanagement durch. In dieser neuen Realität hilft das Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber der Sicherheit der Nukleartechnologie, mögliche Tragödien zu verhindern und die Menschheit vor der Wiederholung vergangener Fehler zu bewahren.
Wie wirkt sich das auf die Gesundheit der Nation und die Vorbeugung von umweltbedingten Krankheiten aus? In dieser alternativen Welt, in der die Katastrophe von Tschernobyl verhindert wurde, verbessert sich die Gesundheit der Nation erheblich durch das Ausbleiben radioaktiver Kontamination. Das Fehlen von massenhaftem Evakuierungsstress und radioaktiver Belastung verringert das Risiko von Krebserkrankungen und Schilddrüsenerkrankungen. Die Menschen leben weiterhin in ihren Heimatstädten, was sich positiv auf ihre psychische Gesundheit und soziale Stabilität auswirkt. Die medizinischen Einrichtungen konzentrieren sich auf die Prävention und Behandlung gewöhnlicher, nicht mit Strahlung verbundener Krankheiten. Dank des erfolgreichen Betriebs der Atomkraftwerke beginnen die Länder in die Entwicklung des Gesundheitswesens zu investieren, was zur Gründung spezialisierter Zentren für die Erforschung der Auswirkungen niedriger Strahlendosen auf den menschlichen Organismus führt. Diese Forschungen führen zur Entwicklung neuer Diagnose- und Behandlungsmethoden und tragen so zur Verbesserung des Gesundheitswesens bei. Die Staaten arbeiten im medizinischen Bereich aktiv zusammen, indem sie Erfahrungen und Innovationen austauschen. Programme für flächendeckende medizinische Untersuchungen und Impfungen werden entwickelt, die es ermöglichen, Ausbrüche von Infektionskrankheiten zu verhindern. Die neuesten Telemedizintechnologien werden eingeführt, wodurch hochwertige medizinische Versorgung selbst in den entlegensten Winkeln des Landes zugänglich wird. Der Lebensstil der Menschen verändert sich, sie werden in Gesundheitsfragen besser informiert, was zu einem Rückgang der Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes führt. Der aktive Einsatz von Kernenergie trägt zur Verbesserung der ökologischen Situation bei. Saubere Luft und sauberes Wasser werden zur Norm, was sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung auswirkt. In dieser neuen Welt erhalten die Menschen die Chance auf ein langes und gesundes Leben, wobei der Schwerpunkt auf Präventionsmaßnahmen und hochwertiger medizinischer Versorgung liegt. Doch wie wirken sich diese Veränderungen auf die internationale Politik und globale Allianzen aus? In einer Welt, in der die Katastrophe von Tschernobyl nicht stattgefunden hat, erfährt die internationale Politik und die globalen Allianzen erhebliche Veränderungen. Die Stärkung der Position der Ukraine als führender Energieakteur in Europa führt zu einer Zunahme ihres Einflusses auf der internationalen Bühne. Länder, die auf Energieimporte angewiesen sind, beginnen aktiv mit der Ukraine zusammenzuarbeiten und bilden neue strategische Allianzen. Ihre elektrischen Energieressourcen werden zu einem wichtigen Element diplomatischer Beziehungen und tragen zur Festigung der Verbindungen mit der Europäischen Union und der NATO bei. Die Sowjetunion verwandelt sich dank ihrer Erfolge in der Kernenergie und der Raumfahrt in einen technologischen Giganten, was das Kräfteverhältnis in der Welt verändert. Sie wird zum führenden Partner für asiatische und nahöstliche Länder, die ihre eigene technologische Entwicklung beschleunigen wollen. Internationale Konsortien werden gegründet, um Erfahrungen im Bereich der Energie- und Raumfahrttechnologien auszutauschen, was zur Integration der globalen Wissenschaft und Wirtschaft beiträgt. Die USA und Westeuropa, die nicht zurückbleiben wollen, verstärken ihre Investitionen in wissenschaftliche Forschung und die Entwicklung eigener Atomprogramme. Dies führt zu einer engeren Zusammenarbeit im Rahmen internationaler Organisationen wie der Internationalen Atomenergieorganisation, die zu einer Plattform für diplomatische Verhandlungen und Konfliktlösung wird. Infolge der Koordinierung der Bemühungen in der internationalen Nuklearpolitik entstehen neue globale Allianzen, die auf die Wahrung von Frieden und Stabilität abzielen. Diese Allianzen fördern den Technologietransfer, wobei ein Teil dieser Technologien auch zur Entwicklung des Verteidigungspotenzials genutzt wird. So wird die Kernenergie nicht nur zu einer Quelle des wirtschaftlichen Wachstums, sondern auch zu einem Schlüsselfaktor, der die neue Weltordnung bestimmt, in der Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe zu Grundpfeilern von Sicherheit und Fortschritt werden. In dieser Realität wird jeder Schritt auf dem Weg zur Entwicklung der Kernenergie von diplomatischen Entscheidungen und internationalen Vereinbarungen begleitet, was die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft schafft.